Hallihallo, meine Freunde, und da bin ich mal wieder nach etwas längerer Zeit der Abwesenheit. Tut mir auch wirklich leid, wirklich. Dass es so lange gedauert hat, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wir haben ein paar mehr Technikspielereien. Gut, hier mit der Hand funktioniert das noch nicht so richtig. Hier aber schon wieder ein bisschen besser. Ich habe auf jeden Fall kein Greenscreen hinter mir. Das ist halt einfach nur von meiner Grafikkarte. Irgend so ein Feature, was man jetzt bei Nvidia Broadcast benutzen kann. Ich wollte es mal ausprobieren. So schlecht ist es nicht, dafür, dass ich gar nichts hinter mir stehen habe und nicht mal ein Greenscreen. Kann man mit arbeiten, würde ich sagen. Naja. Nochmal vielen Dank an die ganzen Kommentare, die ihr mir während meiner Abwesenheit geschrieben habt. Ich habe sie wirklich alle gelesen. Ich habe vielleicht nicht alle beantwortet, sorry dafür. Aber ich habe wirklich alle gelesen. Ja, was soll ich sagen? Zu Halloween Corona gekriegt, konnte da nicht aufnehmen. Hat mir wieder die Motivation unter den Füßen weggezogen. Sagt man das so? Ja, drauf gekackt. Ja, und dann ist das neue Jahr richtig beschissen für mich gestartet. Was soll ich sagen? Aber hey, irgendwann muss ich ja mal wieder aus dem Tritt kommen. Und mal wieder ein paar Videos aufnehmen. Deswegen, ich habe einen neuen Kanal gefunden. Der heißt That is Impossible oder The Impossible Channel. Eins von beiden. Ich verlinke es auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Das Video und den Kanal. Könnt ihr selber mal vorbeigehen. Der macht recht viele interessante Videos. Der macht jetzt nicht nur Geisterzeug, ja, sondern alles mögliche. UFOs, Bigfoot, also halt irgendwelche mysteriösen Kreaturen, tralala. Also von jedem etwas. Nur halt nicht normal, sondern eher paranormal. Ja, ob es jetzt so Geister sind, Bigfoots, UFOs. Der deckt alles auf seinem Channel ab. Und da ich ja sowieso mal was ein bisschen machen wollte mit so UFOs und anderen Viechern, ist das gar nicht mal so schlecht, wenn wir halt nicht nur jetzt hier Geistervideos gucken. Nicht, dass das PTSD wieder so richtig reinkickt und sich die Motivation direkt wieder aus dem Fenster verabschiedet. Und deswegen habe ich mir gedacht, gucken wir uns heute mal hiervon ein Video an. Es geht 46 Minuten. Ich muss auch wieder ein bisschen reinkommen. Sorry, wenn das Video vielleicht jetzt nicht ganz so cool wird. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ist ja für mich auch nicht so eine längere Zeit der Abwesenheit gewesen. Deswegen. Ich schalte jetzt hier die Szene um. So, jetzt habe ich die Szene umgeschaltet. Und dann würde ich sagen, wir schnacken jetzt nicht lange und ziehen uns direkt das Video rein. Falls es mit dem Ton noch nicht so richtig hinsauen sollte, wie es eigentlich sein sollte. Man merkt, ich bin eingerostet, ich laber mir voll den Dünnschiss zusammen. Habe auch leider gerade keinen Kaffee am Start, hier nur sowas, so ein Energy Drink. Aber Hauptsache Koffein, sage ich mal. Ja? Hauptsache, es schallert in der Rüstung. Ja, deswegen würde ich sagen, wir labern jetzt nicht lange. Falls irgendwas mit dem Ton nicht sein sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, dann kann ich das vielleicht noch ein bisschen abändern, ob das Video zu leise ist oder ich zu laut oder umgekehrt. Das kriegen wir dann alles noch hin. Auf jeden Fall, jetzt hören wir auf zu labern und ziehen uns das Video rein. Auf geht's. There are many ancient and mysterious places in this world. Sah schon mal cool aus. Ägypten, okay. Das? Kaputte Ruinen. And if we dive even deeper into this mystery and we take a look at stories, myths, paintings, ja, gut. we'll start asking questions like, sorry, dass ich jetzt schon anfange zu pausieren, aber es gibt tatsächlich Menschen, die das Pupille oder Iris auf jeden Fall einen Schaden haben. Und das hat sich dann ein bisschen vermischt mit dem anderen Teil des Auges. Gibt's tatsächlich. Die hatten mal irgendwie, was ins Auge geflogen und das Auge wurde teilweise beschädigt, geht aber noch und da hat sich das. Gibt's tatsächlich. Oder dass Leute irgendwie Flecken da drin haben. Gibt's auch. Egal, ich fange jetzt schon an. Wir gucken erstmal weiter. Was ist da jetzt? UFOs. Didn't that just move then? Like fast. What is going on? Look. Where are they now? Why Ui. do they leave? Today we're going to be taking a look at some of the most mind-blowing and mysterious places. Ich mach mal einen kleinen Ticken lauter, würde ich sagen. Absolutely everything. Are you guys ready? Well, don't forget to leave a like, subscribe to the Ja, channel with natürlich. notifications on, Machen wir danach. and let's go. Captain Iglo's Impossible Channel. Ich bin gespannt, was es hier nicht alles so gibt.
When we talk about mysterious places in this world, I immediately stop to think Die about Sphinx. Egypt and the pyramids. And I can't help but ask myself exactly how the pyramids were built. Naja, wurde zwar schon ein paar Mal erklärt, wie die gebaut wurden. Keine Ahnung, warum man sich das jetzt nicht erklären kann. Die haben halt Steine zusammengeschnitten und dann an Elefanten gebunden und die dann über Baumstämme, die sie auf den Boden gelegt haben, transportiert, gezogen. Das heißt, sie haben es auf den Baumstämmen langgezogen, dann haben welche die Stämme von hinten nach vorne geparkt, halt wie so eine, ne? Könnt ihr euch ja vorstellen. Und so haben sie die zu der Baustelle transportiert. Und dann haben sie die halt aufeinander gestapelt. Ich wüsste jetzt nicht, was da so mysteriös dran sein soll, dass die Ägypter eine Pyramide gebaut haben, aber sie haben es halt getan. Auch ohne Außerirdische. Ich glaube, das waren halt wir. Geh weiter. Was ist das? If it was indeed humans or maybe something else, I'm not sure. Doch, ich bin mir Staying sicher, the es waren pyramids Menschen. in that entire area of Egypt, it's shrouded in mysteries. Now, to make things even more mysterious, it is believed that there are tunnel systems and chambers below the pyramids and the Sphinx. How far down do you think it goes, Carlos? Hallo, Leertaste? Ja, es gibt Tunnelsysteme und es gibt Kammern in der Pyramide, weil die ja eigentlich als Grabstätte fungieren sollten, ne, für Pharaonen und sowas. Deswegen baut man da halt Kammern rein, um dort Leute in der Grabkammer zu versiegeln. Verstehe jetzt auch nicht, was da wieder daran mysteriös oder unverständlich sein soll, aber okay, weiter. Now, this is mostly because in the 1980s, a Japanese group of scientists using some sort of electromagnetic technology found out several cavities and tunnels just beneath the Sphinx, Oh. and two of them actually inside the Sphinx. Ja, mag ja alles sein, aber Now, was hat das because the jetzt? Sphinx is considered a guardian of lost knowledge, most are convinced that these underground tunnels and chambers could lead to underground cities and even maybe a hall of records, one that would contain the entire history of Egypt and how it all happened. Dass es da vielleicht eine Kammer des Wissens gibt? Kann gut möglich sein, dass die ihr Wissen gut verstaut haben, weil sie halt wussten, das, was wir hier aufzeichnen, ist alles sehr wichtig. Und das können wir nicht einfach irgendwo rumliegen haben, sondern das müssen wir sammeln an einem Ort, wo es möglichst nicht beschädigt oder gestohlen werden kann. Also das ist schon mal plausibel. Aber dass jetzt unten da in den Untergrund, da die Tunnel zu irgendwelchen Untergrundstädten führen, wage ich zu bezweifeln. Weil es einfach keinen Sinn macht. Okay. Ja, wir gucken erstmal weiter, wohin uns das führt. But the fact is, these tunnels and chambers, even if they do exist, they're closed and forbidden for the general public. Ja. Logisch. Ich würde da auch nicht jeden reinrennen lassen. Vor allem in der heutigen Zeit. Dann rennen da, was weiß ich, 78 verschiedene Geisterjäger rum mit ihren REM-Pods und ihren Geisterboxen und ihren digitalen Voice-Recordern und tralala und sagen, oh, tut endlich Amun, wo bist du? Bist du hier? Bist du gestorben hier? Gab's einen Unfall? Müll. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Wenn ich jetzt da in Ägypten was zu sagen hätte, hätte ich auch keinen Bock drauf. Da kommen Wissenschaftler rein, die wissen, was sie tun und gut ist. Da muss jetzt die Öffentlichkeit nicht rein. However, in the 1970s, Zahi Hawass and Mark Leonard, two renowned archaeologists, made a video of one of these chambers just behind the Giza Sphinx. This is a snippet of the video that shows the forbidden chamber. Take a look. Remembered a secret tunnel in the Sphinx's rump. They removed a single stone from just to the left of the Sphinx's tail. And sure enough, we saw this passage. Indiana Jones. Nee, doch nicht. Ja, doch, vom Alter her könnte es jetzt hinkommen. Going down in and under the Sphinx. They descended into the shaft.
Aber vielleicht hatte das auch, vielleicht haben die diese Kammern auch angelegt, weil es Baumaßnahmen waren. Dass man diese Steine von innen noch etwas verstärkt, indem man sie von innen verputzt oder sowas, keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Architekt und würde mir auch nie erlauben, sowas zu behaupten, dass ich sowas hinkriege, schweige denn nur im Ansatz. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das einen Sinn halt ergibt, wenn man innen drinne weitere Arbeiten vollzieht für dieses Gebäude? Ist es dann ein Gebäude? Nee, ne? Für diese Skulptur, diese Statue, für dieses, ihr wisst schon, für die Sphinx. Leertaste? Of course, we didn't know where it was going to go. And so 3 weeks I spent down in the darkness underneath the Great Sphinx. There is nothing hidden underneath. After Aha, es ist nichts darunter. Vielleicht war es dann wirklich für bauliche Maßnahmen gedacht, dass man da noch mal irgendwie rein kann. Warum denn auch nicht? Weil wie ihr seht, von außen sieht man so die Steine, von innen diese aufeinander gestapelten, von innen hat man das jetzt nicht gesehen. Weil wurde es tatsächlich gemacht, damit man die Steine noch ein bisschen verstärkt, indem man sie teilweise, was weiß ich, verputzt oder sowas. Was weiß ich denn? they spent 3 weeks inside the hole, they discovered that there was nothing hidden underneath. Notice how Zahi Huas makes sure to state that in the video. However, other researchers and experts believe that this is not entirely true. If you take a look at the video, there seems to be a tunnel system just next to where Zahi Hawass is. In other words, there's more, but they don't want to show it. And now Was? Die sagen jetzt, er hätte über diesen Tunneleingang nicht geredet, nur über den, wo er drinne stand? Er hat einfach gesagt, er war hier 3 Wochen lang und hier ist nichts. Sollen sie dann den gleichen Take nochmal in dem anderen Tunnel machen, wo er auch nochmal sagt, ich war hier 3 Wochen, aber hier ist nichts? nowadays, this tunnel has been completely closed and forbidden for the general public. Ja, ich glaube wohl, er meinte das gesamte Innere, dass er da 3 Wochen war und da war nichts. Und nicht nur diesen einen speziellen Tunnel, jetzt wo er drinne stand. Das ist doch wieder. And this is the other. This is where things get weird. Recently, a couple of explorers went in this tunnel without permission, and I guess they were caught after all. Aha. Ohne Erlaubnis da rein. Und jetzt fragt er sich noch, warum es nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Vielleicht, weil die ganzen Vollidioten da reinrennen und ungefragt irgendwelche Videos machen über Geister und Aliens? But the videos and pictures that they took were leaked to the internet, and well, they recorded everything that was inside. Oh Gott, was haben sie gesehen? This UFOs, is what Städte? they saw. Tut er nicht Amun höchstpersönlich? Wie er Schach spielt mit einem Alien? Was? Zeig es. What do you see, Adrian? I see that. Need to go over there. No. Okay, so that's a dead end. Here we are under the Sphinx, in one of the forbidden holes. They were in great hurry, and I completely understand why. But there's a very important moment in this video that one of them were able to capture a truly astonishing find. Was? One that no one wants you to know about. And that would be this secret tunnel entrance that is shown in the video. But in the Ein Secret Tunnel Entrance, ein geheimer Tunneleingang, den man auch schon davor in dem Video sehen konnte, hat er gefunden. Und das ist jetzt das Erstaunliche, was sie unten gefunden haben. Was man vorher schon in dem Video sehen konnte, in der Dokumentation. Ja, okay. video we can't see it much. However, this gentleman took a picture of it. And well, there it is. It's blocked.
As in, no one wants you to go there or even know about it. Ja, die wollen halt nicht, dass ihr da rumkraxelt und euch umbringt. Was gibt's denn daran nicht zu verstehen? Die wollen halt nicht, dass ihr da rumhampelt und Aliens sucht. In der Sphinx. Deswegen sagen die, da darf keiner rein und vorsichtshalber, falls doch irgendwelche Pfeifen, wie wir eben schon gesehen haben, einfach da reinlatschen, versperren wir die Eingänge. And what's even stranger, in my opinion, is that Zahi Hawass himself, inside the tunnel, didn't mention about it. The real question is, where does this tunnel lead, and why was it completely blocked out? And not only that. Okay, wo der Tunnel hinführt, keine Ahnung. Aber der Typ hatte schon gesagt, hier ist nichts. Warum ist er blockiert? Damit die Pfeifen ja nicht einfach reingehen, sich in dieser Sphinx umbringen. Weil sie nach Aliens suchen. Oder was weiß ich. Was gibt's da nicht zu verstehen? Ich ja der Einzige, der das versteht? Dass es da nichts zu verstehen gibt? Sondern dass es einfach logisch ist? Weil einfach schon eine Gruppe einfach so ungefragt da rein ist? Obwohl die Öffentlichkeit da nichts verloren hat? Und dann wundert man sich, dass sie sagen, hier hat die Öffentlichkeit nichts drin verloren? Doch einfach nur, ach. No one mentions it officially, as if it doesn't exist. Does it lead to hidden chambers within the Sphinx? Aber wenn sie doch behaupten, es existiert nicht, warum gehen sie da mit dem Kamerateam da rein und filmen es? Das ergibt doch schon wieder gar keinen Sinn, was die da erzählen. It has to be something really big and important, or Ja. else it wouldn't be hidden and blocked from the general public. Junge, jede verkackte Baustelle ist abgesperrt. Da hat die Öffentlichkeit auch nichts verloren. Verstehst du? Jede verkackte Baustelle auf diesem Planeten ist abgesperrt, weil die Öffentlichkeit da nichts verloren hat. Da gibt's auch keine Geheimnisse. Was ist denn hier los? Wenn die hier einen neuen Supermarkt errichten, dann darf ich da auch nicht einfach auf die Baustelle. Aber nicht, weil sie da irgendwelche Geheimnisse verstecken. Weil der Supermarkt auf einem UFO gebaut wurde, sondern weil ich da nichts verloren habe. Als Privatperson habe ich auf Baustellen nichts verloren, außer es ist meine eigene Baustelle. Was gibt also? In your opinion, what do you think is hidden within the Sphinx and under these secret tunnels that are found all over Egyptian pyramids? Not only that. Junge, why was ist do denn you mit think- meiner Leertaste los? Steine sind da drunter versteckt, würde ich mal sagen. Steine, Staub, Sand, ganz viel. Weil das ein oder andere Tongefäß, wo sie sich erfrischt haben damals, in einem kühlen Wasser. Ansonsten, keine Ahnung. Halt nicht viel, wie der Typ vorher schon gesagt hat. It's blocked and forbidden for the general public. Ja, warum wohl? Oh, der The whole world is full Fujiyama? of mysterious and unknown Fuji. things that have amazed researchers for quite a long Der time. Fuji-Berg. And Japan is the country of one of the oldest cultures that have kept the greatest secrets of previous civilizations. The thing about it is that some of these secrets involve encounters in the very distant past with USOs and UFOs. And as strange as it might sound, some of these encounters can be directly linked to many of the monoliths that can be found in Japan. Monolithen. When it comes to Wieder. mysterious monoliths in Japan, there's many, and with most of them, it's Ich weiß zwar nicht, was eine Zivilisation, die, was weiß ich, wie viele Lichtjahre aus einer anderen Galaxie herkommt, mit irgendwelchen Steinen zu tun haben. Oder sich geschweige denn dafür interessiert haben. Weil, wenn ich aus, was weiß ich, was für einer Galaxie komme, und ich habe, was weiß ich, was für eine beschissene Technik in meinem verkackten Raumschiff, dann lande ich hier nicht und stelle ein paar Steine auf die Wiese. Wozu?
it's the same story. No one knows who built it, Nice. why, and how it got there. For instance, Ishi no Hoden, it's a monolith that I've talked about in previous Krass. videos. It weighs about 500 to 600 tons, and it's a single block of perfectly carved stone that no one knows why, how, and who built it. Why? Weil sie es damals konnten? Wer? Schätze mal Japaner? Weil es ja in Japan ist? Lass sie doch bauen. Das wurde offensichtlich aus dem Fels gehauen. Das heißt, es stand da schon. Wurde da nicht hingetragen. But it's not just Ishi no Hoden. There are even heavier monoliths that are even more mysterious, such as Masuda no Yawufune, an 800-ton monolith that is located at Azuka Park. The story begins in 1803 when Japanese fishermen were surprised by something really strange floating just next to their boat. Curious, they dragged this underwater submerged object off the shore of the eastern coast of Was ist denn das jetzt hier für ein Bild? Haben die das da aus dem Wasser gefischt? Ein U-Boot? the Hitachi province. According to legends, the fisherman had encountered an Atsuro Bune, a hollowed flying ship, and an alive foreign lady inside of it. The ship was said to be 6 meters wide and almost 4 meters high, and the inside walls had symbols similar to ancient Egyptian hieroglyphs. Ach, wir sind jetzt bei Stargate. Oder verwechsel ich da jetzt was? Kommen jetzt da die Gua'uld oder was? Oder wie? Oder warum? You guys weren't expecting that. Nein, da liegt ein Fels. That's over 2000 years ago. Ja, die haben vor 2000 Jahren diesen Fels mit Werkzeugen bearbeitet, was sie vielleicht hatten. Wo ist jetzt der Bezug zu Außerirdischen? Wenn die jetzt sagen, das ist das UFO. Ein Fels. Okay. Look at this thing. I want to get up there, but I do not. I want to fall in those freaking holes. Alright, here we go. There's some rock climbing handholds. I'm gonna pause it till I get up there. Alright, I made it. About to document some right angles for y'all. Hat er jetzt erwartet, dass da E.T. im Loch sitzt oder warum ist er da hochgeklettert? Dass er da so reinfilmt und dann nach Hause telefonieren? Oder was? These, for instance, are some of the illustrations made by the Japanese of Es ist ein fucking Fächer. Ein Fächer. Kein UFO, ein Fächer. this encounter. And these, for instance, are the symbols that were written on the wall of the ship. Now, what's strange about it all is that these symbols are very similar to the ones that were found in the Roswell crash. Now, strange as it already is, believe me, this gets even. Okay, das hat halt ähnlich, ja, okay, Aber dass da diese neuzeitigen Aufzeichnungen ist, wieso haben sie denn halt nicht einfach die genommen und die einfach nachgezeichnet? Und wo ist das Ding? Und das und das? Das könnte einfach ein scheiß Zufall sein. Ich will ja, meine ja nur. Stranger. The lady inside the ship carried a box, and she had pale skin and red hair and spoke an Oh nein. Scheiße, jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Jetzt ist es raus. Okay. Blasse Haut, rote Haare. Ja. Okay, ich bin ein Außerirdischer. Was soll ich sagen? Er hat mich erwischt. Er hat mich erwischt. Ist raus. Kannst dich mehr geheim halten. Ja, ich bin ein Außerirdischer. Blasse Haut, rote Haare. Ich bin ein Außerirdischer. Okay, Leute, dann befehle ich euch jetzt, mir euer gesamtes Geld auf mein intergalaktisches PayPal-Konto zu überweisen. Ansonsten werde ich telepathisch euch dazu verleiten, dass ihr ein Leben lang Modern Talking hört. Die Warnung ist raus. Jetzt müsst ihr entscheiden, was ihr macht. Wir gucken weiter. Aber denkt dran. In 2 Wochen will ich das Geld sehen auf meinem intergalaktischen PayPal-Konto.
Ja? Ich schreibe die Adresse in die Beschreibung. Ansonsten werdet ihr dazu verdammt, bis an euer Lebensende Modern Talking zu hören. Ich will's so euch sagen. Ja? Weiter. Unknown language that the fishermen couldn't understand. The story about this woman and her ship is mentioned in at least 3 different manuscripts. At first, researchers thought that this was an edited story about a shipwreck, but they couldn't find any reference in the official documents to support this theory. And as they start digging around, they find more and more information about this Utsuro Bune. And according to them, they found at least 11 documents that tell the same tale of this Utsuro Bune from the Hitachi province in 1803. Now this is where the Masuda no Yafune monolith comes in. Researchers started to believe that this monolith actually resembles the description of the Utsuro Bune, the USO that fishermen had captured in 1803. Aber wenn es ein USO ist, ja, also ein unbekanntes Seeobjekt, ist es nicht ein bisschen scheiße, dass da Löcher drin sind oben? Würde man dadurch untergehen? Nur meine Meinung. Wäre ganz schön bescheuert. Wenn man ein Untersee-Raumschiff baut mit Löchern. Ins Wasser, oh, wir gehen unter. Ja, gut. Hätte ja klappen können. Pech gehabt. In fact, this monolith has the same size. Wo sieht denn das jetzt genau so aus? Ist doch nicht mal rund. As the Utsuro Bune that is described, and Selbst das sieht nicht so aus. it also looks like a flying saucer. So whatever this monolith is or represents, it looks like a flying saucer. And to this day, no one knows exactly where it came from, how it got there in the middle of the woods. Es stand da schon. Es ist ein fucking Fels, den Leute bearbeitet haben. Ein Fels, der da schon stand. Oder denkst du, jeder fucking Stein, der irgendwo steht, wurde von irgendwem dahin gebracht? And who built it? Ich dachte schon, Geistervideos wären schlimm. Hab ich mich getäuscht. If you've ever researched mysterious places, you've probably come across the magnetic hills or the gravitational hills. Alright, so this Noch nie gehört. Magnetische Berge. Oder Gravitationsberge. is gravity heel. Cars in neutral. And we're moving. Jo, wir bewegen uns. It's hills that can be found all over the world, slopes. The phenomenon that defies gravity. Park your vehicle in the box marked with paint on the road and experience the wonder. Die wissen aber schon, dass das eine Illusion ist, ne? Dass das optische Täuschung ist. Man denkt, es geht bergauf, dabei geht es nicht bergauf, sondern bergab. Das hat doch nichts mit magnetischen Bergen zu tun. Where things that Außerdem, wenn ihr irgendwie, was weiß ich, Ohrringe habt, ein Armband, ein fucking Handy, irgendwas aus Metall an euren Klamotten wie Knöpfe und diese magnetische Kraft ausreicht von diesen Bergen, um ein Auto bergauf zu ziehen, dann würde ich da auf keinen Fall mit Piercings aussteigen. Das wäre, glaube ich, ziemlich ungesund für den jeweiligen Menschen. should go downhill actually go uphill. Bájate. Sube solo la pendiente. ¿Pendiente? Sin que mi papá lleve nada, absolutamente nada, y es una pendiente. Mi papá va afuera y el auto va solo agarrando vuelo. Y es una pendiente.
Ahí va subiendo, ¿no? Oh, y vamos Ya está. subiendo. Now, in most cases, these hills are just illusions. Oh, dass er das auch noch erwähnt. Ich bin erstaunt. It looks like it's going down when it's actually going up, and there's a very good explanation to how these illusions actually happen. Stand das da gerade? Ach, scheiß drauf. However, sometimes it's not an illusion. Sometimes it's something else, something that we can't quite explain. Ich denke, das haben die. Dass die Berge magnetisch sind. Ist das nicht eine Erklärung dann? This is the case with this video that we're about to watch. Take a look. That is downhill. See that tricycle? It's going downhill. Look to the right, it's CBY's farm. If you look to the other side, that is the top of the hill. As you can see, I'm going down. The elevation is going up. Now, Lorex will demonstrate that it is not magnetic. Aber das beweist doch gar nichts. Das heißt, er da hinten sagt, da gehen die Hügel hoch. Da hinten gehen die Hügel runter, oder was? Was soll denn das jetzt beweisen? Es kann doch trotzdem eine optische Täuschung sein. Dass es so aussieht, als würde es da bergauf gehen, aber geht's bergab. Since you will see that the water, aside from cars, flows uphill. See those leaves? I'll turn around, Al, and show where it's coming from. See those leaves? Those leaves are going uphill. Not because of the wind. In fact, the wind now is blowing the other way. Ja, aber Freunde, Wasser ist nicht magnetisch. Was können denn jetzt da die Magnetic Hills für? Wenn die Blätter da lang gehen, dann geht's da bergab. Ganz einfach. So if you see that here, that piece of leaf. Nein, es bleibt auch noch stehen. Es wird ja immer noch mysteriöser. That piece of leaf. Ach, jetzt das. Really streaming uphill. That is probably the only one of its kind here in the Philippines. Now in this case we have water and everything else going uphill when it should be going downhill. Curiously, it's not the only place in the world where this happens. Now there's another video coming in from another YouTuber in another country where he tries to prove that the gravity hill isn't an illusion. Check this out. So we're just about what, like maybe like 10 minutes outside of Fillmore, California? Yeah. Okay, so here's the downhill. Okay, now We're look, going- it's flat right here. Look, see how it's flat Yeah, right we're now? we're going downhill right now. But you're saying we're gonna roll backwards? Yeah, we're gonna roll backwards. That's even trippier, because this is So- not flat, this is downhill. All right, neutral. Neutral. All right, taking my foot off the brake. Foot off the brake. Get the heck out of here! What? Yeah, we're going backwards. Why are we rolling uphill? Because gravity Dude, doesn't work. no, what the heck? That's trippy. But you're not impressed, man? I mean, it's alright. In this case, Er da hinten im Auto sagt so, ja, ist schon nicht schlecht, ja. Ja, ist schon nicht schlecht. a YouTuber by the name of Brian brought his girlfriend and a friend to test a gravity hill just outside of Fillmore, California. And at first, his friend wasn't impressed. He thought it was an illusion, but they did bring equipment to test it, and well, they were surprised. So we have a level here on the iPhone. -2 degree down. Ach, jetzt kommt mir doch wieder nicht mit irgendwelchen Smartphone-Tools. Ey, die komischen Amis denken auch, wenn sie ein scheiß iPhone haben, können sie Krebs bekämpfen oder was? Downhill. It could be better. How are you not impressed? How does that make sense to you? I thought the level would have it going that way. Now I'm kind of getting hyped up. It's getting a little weird. In this case, Brian and his friend proved that it's not an illusion. It's actually supposed to be going downhill, but it's not. While using a level, they find out that it's -2 degrees down. Impressive, isn't it? So, if it's not an illusion, what's really going on here? Now, there are other places in the world where this happens, and it's even more impressive. We'll actually see an example here of Gravity Hill. Hopefully, are they doing it, or are they gonna do it? Are they doing it? They're doing it. Okay, here we go. Neutral. No, not reverse, neutral.
There they go. Isn't this fascinating? But let's give it a try. So here we go. We'll drive up to... Now you can see we're going downhill. We are going downhill. I'm going to pull up here to the white line and then put it in reverse. Es kann natürlich sein, dass die da, wenn sie so runtergehen, ja, in so einer Senke drinne sind. Und wenn sie mit ihrem Auto bestimmt weit fahren, dann stehen sie halt wieder so und rollen wieder ein bisschen nach hinten. Also da bin ich noch nicht so überzeugt von. Es ist schon nicht schlecht, aber da wird es eine logische Erklärung für geben. Weil bis jetzt hieß es halt immer nur, ja, da rollen Autos nach hinten. Ja, warum denn? Dann sag mir doch, warum da Autos nach hinten rollen. Fascinating. Und wenn ihr da keine Erklärung für habt, warum die da nach hinten rollen, dann wird es wohl eine Illusion sein. Weil es ja das an anderen Orten auch gibt. This time we really didn't go that far. In Dan Bell's video, to me at least, it's really clear that this slope is going down. It's not an illusion of any sort. Ja, aber hier scheint es ja dann wieder stellenweise nach oben zu gehen. Ja, also es ist wie so eine Senke. Da fährst du so bestimmt ran und rollst dir nach hinten weg. Ist doch normal. This was recorded in Lewisberry, Pennsylvania, and there's gotta be something strange about Pennsylvania because Scott's Odyssey YouTube channel also recorded something similar, however, in Bedford, Pennsylvania. Check this out. If you look back toward the truck, it looks like a downhill. From here, it looks like an uphill. Ja gut, wenn du das sagst. Für mich sieht das eigentlich recht flach aus, aber okay. This is Gravity Hill. Another thing I'm going to tell you is definitively, as we're walking here, the muscles in my legs say that I am walking downhill, and my brain is saying I am walking uphill, and it feels really weird. This ball. Okay. Kein Kommentar dazu. Aber ich glaube, er findet es generell seltsam, wenn sein Gehirn zu ihm spricht. Naja. In focus, down the hill. You ready? Alrighty. Here we go. Go, Mr. Ball. Go, Mr. Ball. Come on, you can reach the start. You can, Mr. Ball. Mr. Ball, where are you going? In this video, Scott's Odyssey does several experiments, and one of them is this one with the ball. I'm not sure, however, if this slope is really a gravitational hill, an anomaly, or if it's an illusion. If you've ever been to this specific place... Was hat er jetzt da mit einem Kompass rumgefuchtelt? Wollte jetzt mit dem Kompass beweisen, dass es da abwärts und da aufwärts geht, oder was? Oder wollte er zeigen, dass es da irgendwie magnetisch ist? Hat ja nicht funktioniert, ne? Hat ja noch funktioniert wie ein Kompass. In Pennsylvania, please do drop a comment. Now, what I've noticed about most of these gravitational hills, at least the ones that are not an illusion, is that most of them are close to a mountain or they are on top of a mountain. It must be linked to some sort of metal like... Naja, wenn es irgendwo aufwärts und bergab geht, ne, dann heißt das schon bergab und bergauf. Ich meine nur, es ist schon komisch, ne, dass immer da, wo es bergab und bergauf geht, irgendwo immer ein Hügel und ein Berg ist. Ich weiß, dass das ihn jetzt gerade komplett fasziniert und wegflasht. Aber ey, man lernt jeden Tag was Neues, ne? Iron that is located massively beneath this place, and somehow it messes with gravity. This is at least my observation of most of these places. Ja, deine Observation. Hieß da gerade tatsächlich was Mount Magnet? Cool. For instance, this video was captured by La Nature YouTube channel. Junge, kommt ja auch noch mal was anderes als diese von selbst rollenden Autos? And it shows exactly what I'm talking about. Bin ich hier bei einem ADAC-Kanal gelandet oder was ist kaputt? Take a look.
In this video, we can see the two gentlemen in the Algerian desert going what's supposed to be down the hill. Then they stop the car, put it in neutral, and this is what happens. Ja, dann wird's da wohl bergab gehen. Meine Fresse, der wird nicht bergauf rollen. Junge, Einstein dreht sich jetzt so dermaßen im Grab um. Wegen solchen Leuten. Heute gibt's jetzt auch noch mal was anderes, bitte. Irgendwie Bigfoots, Aliens, Geister, irgendwie nicht nur. Schön. Now, to sum this all up, I believe that there's some sort of anomaly linked to metals beneath these gravitational places. It could be iron, it could be something else, but I'm not too sure. What's your take? What do you really think happens in these gravitational hills? Is it just some sort of illusion, or is there a really good explanation to why this is happening? Dann geht doch dahin und misst, ob es da ein magnetisches Feld gibt oder ob das da stärker ist als sonst irgendwo. Anstatt hier rumzureden, ja, glaubt ihr das nicht? Ist es eine Illusion oder liegt es an was anderem? Ja, dann guckt doch nach. What's your take? Ja. When I was younger, I used to eine kleine Windhose. study the pyramids in Ist das jetzt auch paranormal, oder was? Tornados. Egypt, the Mayan and the Aztec cultures, the Hindu culture, and there was something strange about it, something that made me question absolutely everything about our past. Ja, du scheinst alles in Frage zu stellen, Junge. Was ist denn mit dieser Leertaste kaputt? And it's the fact that there are these small breadcrumbs that were left that actually point to the fact that maybe there was some sort of intervention from a more advanced civilization that most likely helped us build these huge megalithic structures. Okay, wo sind die Beweise? Oder ist es jetzt wieder nur so eine spontane Behauptung? Leute, ihr könnt nicht einfach sagen, oh, das waren Aliens und ihr müsst uns das Gegenteil beweisen, dass es keine Aliens waren, sondern es funktioniert ganz genau andersrum. Wir können es logisch erklären, das haben ja Menschen gebaut. Aber wenn ihr meint, dass es Aliens waren, dann überzeugt uns vom Gegenteil, mit Beweisen. Breadcrumbs like the perfectly cut stone circles and corners. Which engineer Dan is going to put a flashlight on the backside so that we can look through and get a good idea of what it looks like. Perfect. The fact that there are some of these megalithic structures that have magnetic anomalies within them. Und das ist jetzt, deswegen haben es Aliens gebaut, oder was? Weil es perfekt ist. Das kriegen wir Menschen nicht hin. Das kriegen wir vielleicht heutzutage nicht mehr hin, weil wir einfach zu blöd sind, irgendwas zu bauen, sondern einfach nur noch von Hilfsmitteln und Maschinen irgendwas bauen können und nicht mehr mit unseren eigenen Händen. Junge, nur weil es so früh damals war, das heißt doch nicht, dass die Leute nichts auf dem Kasten hatten. If you take a look, for example, in Hindu paintings and writings, it sort of points out to the fact that they had some sort of flying machine back then. And it doesn't stop there. If we start taking a look at each of these breadcrumbs and connect the dots, it kind of points out to the fact that maybe some sort of technology was used in a very distant past, a technology that was lost in time. Cê louca, show! Now, das wird bestimmt Weltallschrott gewesen sein und da fliegt jede Menge von rum. To this day, no one has uncovered or unearthed any kind of object that kind of proves this, at least that I know of. But this might all change with a discovery that was made in May 2020 by archaeologists that were digging a site just next to the Angkor Wat temple when they made a stunning discovery.
Jetzt bin ich gespannt. Es muss ja ein verbuddelter Alien sein oder sowas. Now, just in case you don't know what the Angkor Wat temple is, it's the largest temple in the world that was built 1,000 years ago, devoted to one of the main deities in the Hindu culture, Vishnu. The excavation that these archaeologists were conducting unearthed a large stone turtle statue thought to be dated to the 10th century, and the sculpture is one of the several rare artifacts recovered from the temporarily drained Strastrung Reservoir. Now here's where things get really strange. Okay. Archaeologists found secret compartments inside these turtles that were excavated. And of course, Ja, wenn man das so sieht, da ist das ganz schön geheim, dieses Fach. Kommt man ja überhaupt nicht drauf, dass da überhaupt ein Fach ist. they opened them. And once they did, Da drin haben sie Alien-Urin gefunden. Das waren Alien-Toiletten. inside one of the turtles they found a mysterious dark liquid that was kept there for thousands of years. And to this day, they don't know exactly what this liquid is. Not only that, they found hundreds of perfectly cut and polished quartz stones all put together. They also found buried together with the quartz stones bronze wires and what they believed to be some sort of high quality metal trident. Aquaman. Der war auch dabei. The real question is, why were all these artifacts put together and buried away for thousands of years? Vielleicht war da eine Grabstätte, vielleicht haben sie dort Verstorbene verbrannt, wo es jetzt keine Überreste mehr gibt. Keine Ahnung. Die werden schon irgendeinen Grund gehabt haben. Aber es waren bestimmt keine Außerirdischen. One theory is that it's just a coincidence, and another one is that it was used for some type of communication. Ah, das waren moderne Walkie-Talkies, perfekt polierte Quarzsteine sind damaligen Walkie-Talkies. Natürlich. Die haben sie übrigens auch dafür benutzt, für ihre Laserschwerter, für ihre Lichtschwerter. Denn, wie sich herausstellt, ist Star Wars eine Dokumentation von ganz langer Vergangenheit her. Das waren alles Ägypter. Luke Skywalker war eigentlich ein Ägypter. Darth Vader war ein Buddhist. Der hatte halt einen gut polierten Quarzstein in seinem Lichtschwert. Und Yoda war ein Alien. Der war wirklich ein Alien. Ein kleiner Grüner halt, ne? Let me explain. Polished quartz crystals are used nowadays in semiconductors for transistors, integrated circuits, and the first radio communication devices, for example, they were done using crystal quartz. Is it possible that they were using these quartz crystals as some type of radio communication? Nein. Das haben die als Schmuck benutzt. At first, it sounds crazy, but if you stop to think about the fact that they Nein, nicht nur at first. Es hört sich immer noch crazy an. had bronze wires buried. Das ist ein fucking Armband, Mann. Das ist doch kein Bronzedraht. Habt ihr schon mal so einen Draht gesehen? Together. Ohne Anfang und Ende? Ist ein cooler Draht. Now, bronze is not a metal, it's an alloy made of multiple metals. And nowadays, you can go to any store, buy bronze wires, and use it for relays and electronic circuits. Now, add to the fact that they had a high quality metal trident that was buried together with all of these other artifacts. They could actually be using that as an antenna. In other words, this could be some type of evidence that they were using some sort of radio communication device of some sort to communicate with something or someone else. Okay, dann haben die also da diese komische Antenne genommen, den kreisrunden Draht, ein paar Quarzsteine und dann was? Haben sie es bei sich zu Hause in die Steckdose angeschlossen? Wo haben die denn die Energie hergehabt für ein scheiß Funkgerät? Das wird natürlich nicht erklärt. Die sagen einem, ja, da waren Quarzsteine, Steine, die waren gut poliert. Brauchen wir heute bei unserer Technologie. Da waren Bronzedrähte, was wir halt überall halt auch kaufen können.
Und sowas, was aussieht wie eine Antenne. Das haben die bestimmt benutzt, um mit den Aliens zu kommunizieren. Und wie haben sie das gemacht? Keine Ahnung. Aber, ne? Was? The question is, who? Now this is all very strange, but to make it even stranger, since 2007 scientists and experts have been receiving strange and mysterious signals coming from deep space. They're calling these signals fast radio bursts, or FRBs, and to this date they've recorded around 85 of them. Geht gerade ein Alien-Rave ab, irgendwo tief im Universum. Now what makes this all even weirder is the fact that each of these signals is unique. It never repeats itself. Scientists and experts are baffled, and they believe that these signals are coming from some sort of advanced civilization in space. Natürlich. It's not just a random signal. It's a rave. So if this is all true, it could explain the fact that maybe what we're looking at here in Cambodia could be evidence of some sort of radio device that was made to communicate with these more advanced civilizations. Wo haben sie den fucking Strom her? Für ihre Radio-Devices? Erklär mir das doch mal. It could actually explain the fact that our ancient civilizations had so much knowledge about the stars, about construction, about... Das kann ja, stimmt, die hatten so viel Wissen über unsere Sterne und sowas. Das kann ja gar nicht sein, die waren doch damals alle blöd. Wie kann denn das sein, dass sie so viel darüber wussten? Vielleicht, weil die doch kein Fernsehen hatten oder YouTube, um komplett zu verblöden? Liegt es vielleicht daran, dass sie halt Zeit hatten, bestimmte Sachen genau unter die Lupe zu nehmen? Dass sie bestimmte Sachen noch richtig ernst genommen haben? Weil es keine Deadlines gab oder Termine oder sonst was für ein Schwachsinn? Mathematics and many other things. It could actually explain the pyramids in Egypt, the Vimanas in the Hindu culture, and natürlich much, much more. Der Steinbrocken. In your opinion, what do you really think happened in a distant past? And do you think that by any chance we had contact with a more advanced civilization at some point in time? Ey, das mag ja sein, dass wir damals vielleicht mit einer anderen Zivilisation Kontakt aufgenommen haben oder die mit uns Kontakt aufgenommen haben. Aber ich kann es durchaus verstehen, dass die heute nicht mehr vorbeikommen. Guck doch an, was abgeht. Da würde ich auch nicht mehr vorbeikommen. Würde ich sagen, das sind, guck mal, guck dir mal diese Kugel an. Das sind voll die Komplett-Assis. Die bringen sich gegenseitig um. Nur für Geld und Gebiet und für Macht und machen ihren Planeten dabei auch noch kaputt. Den einzigen, den sie haben, die Vollidioten. Nee, komm, ist ein hoffnungsloser Fall. Warum sollen wir uns denn mit denen anfreunden? Dann holen wir die zu uns und dann machen die bei uns auch alles kaputt. Nee, komm, lass die in Ruhe, lass die verwelken. Braucht das Universum nicht. Lass wieder weiterfliegen. Aber ab und zu kommen wir mal vorbei, um uns ein bisschen zu belustigen. Dann fliegen wir hier rüber, gucken mal so ein bisschen runter, sagen zu unseren Kindern, so dürft ihr auf keinen Fall werden. Ansonsten gibt's aber richtig, ne? Die intergalaktische Schelle. Dann gibt's so Schulausflüge hier auf dem Planeten, dann könnt ihr mal gucken, wie man sich nicht verhält als Spezies. Ne? Und so Zeug. Ja, Leute. This is it for now, but we do have more videos. Don't forget to check him out. Okay, cool. Ja, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich auf die Szene drücke, ob mein Kamerabild wieder weg ist. Nein! Haha! Sehr schön. Ja, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich finde den Kanal gar nicht mal so schlecht. Da werden wir jetzt, glaube ich, des Öfteren mal reingucken, weil da halt sehr viel Verschiedenes. Gut, das war jetzt vielleicht nicht so interessant mit diesen Autos und sowas. Ja. Aber ich habe da schon mal ein Video gesehen von dem, das war wirklich interessant. Da waren noch ein paar coole Sachen dabei. Auch Geisterkram und sowas. Weil das wird bei dem auch noch kommen. Ja. Leute, dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Was ich noch sagen werde ist, ich weiß nicht, wie regelmäßig jetzt erstmal Videos kommen werden. Das wird die Zeit zeigen. Ja. Aber ich will mir jetzt nicht so viel Druck machen mit dem ganzen Kram. Ich will jetzt entspannt weitermachen. Schön entspannt in meinem Tempo.
Und ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen. Okay, Leute. Dann eventuell bis zum nächsten Mal, ja? Haut rein, viel Spaß noch. Ganz wichtig, kackt nicht ins Bett. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Okay, Leute, haut rein, viel Spaß noch. Ciao.